In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man Sell-Positionen zählen kann. Das kann nämlich schon mal ein bisschen verwirrend sein, wie hier, wenn man nur eine Position auf dem Chart sieht. Aber tatsächlich haben wir 8 geöffnete Positionen, die alle zum gleichen Preis eröffnet wurden. Schauen wir uns also mal an, wie man Sell-Positionen zählen kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der eine zufällige Anzahl von Testpositionen eröffnet und die Anzahl der Verkaufspositionen zählt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst importieren wir die Handelsfunktionen, indem wir die Datei Trade MQH einbinden. Dadurch können wir die von MQL5 bereitgestellten Handelsfunktionen nutzen. Als nächstes erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade mit dem Namen Trade. Diese Instanz wird für die Ausführung von Handelsoperationen verwendet. Die Funktion onInit wird aufgerufen, wenn der Expert Advisor initialisiert wird. Innerhalb dieser Funktion rufen wir die Funktion OpenTestPositions auf, um einige Testpositionen zu eröffnen. Die Funktion gibt init succeeded zurück, um die erfolgreiche Initialisierung anzuzeigen. Die Funktion onTick wird bei jedem neuen Tick aufgerufen. Innerhalb dieser Funktion verwenden wir die Funktion comment, um die Anzahl der Verkaufspositionen im Chart anzuzeigen. Die Funktion countSellPositions wird aufgerufen, um diese Zahl zu ermitteln. Die Funktion countSellPositions zählt die Anzahl der Verkaufspositionen. Sie beginnt mit der Initialisierung einer lokalen Variable namens Number of Sell Positions auf 0. Dann durchläuft sie alle Positionen in einer Vorschleife. Für jede Position wird das Symbol mit der Funktion PositionGetSymbol und der Positionstyp mit der Funktion PositionGetInteger und dem Parameter PositionType ermittelt. Wenn das Symbol im Chart mit dem Positionssymbol übereinstimmt und der Positionstyp eine Verkaufsposition ist, PositionType Sell, wird die Variable Number of Sell Positions um 1 erhöht. Schließlich gibt die Funktion die Anzahl der Verkaufspositionen an die Hauptfunktion zurück. Die Funktion OpenTestPositions öffnet eine zufällige Anzahl von Testpositionen. Sie beginnt mit der Initialisierung des Zufallsgenerators mit Mathrand unter Verwendung der aktuellen Tickanzahl aus getTickCount. Dann berechnet sie eine zufällige Anzahl von Testpositionen mit Mathrand modulo 10. Der Ask-Preis wird mit Hilfe von Symbol-Info-Double mit dem Parameter Symbol-Ask und der Bit-Preis mit Hilfe von Symbol-Info-Double mit dem Parameter Symbol-Bit berechnet. Beide Preise werden mit Hilfe von Normalize-Double mit dem Parameter Digits normalisiert. Eine Vorschleife wird verwendet, um die berechnete Zufallszahl von Testpositionen zu öffnen. Innerhalb der Schleife wird die Funktion TradeBuy aufgerufen, um 0,10 Lots, 10 Mikrolots, zum Ask-Preis ohne Stop-Loss, aber mit einem Take-Profit von 300 Punkten über dem Ask-Preis zu kaufen. Analog dazu wird die Funktion TradeSell aufgerufen, um 0,10 Lots zum Bid-Preis zu verkaufen, ohne Stop-Loss, aber mit einem Take-Profit, der auf 300 Punkte unter dem Bid-Preis festgelegt wurde. Zum Schluss drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor im Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man mit ein paar Zeilen MQL-Code einen Expert Advisor erstellt, der eine zufällige Anzahl von Testpositionen öffnet und die Anzahl der Verkaufspositionen zählt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, das hat funktioniert. Wenn Sie das nicht verstanden haben, weil Ihnen das zu schnell ging und Sie sich vielleicht den Premium-Kurs anschauen wollen, den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.